Also, Hanna, was hat dich dazu gebracht, wieder nach Graz zurückzukommen? Vieles, aber in erster Linie der hübsche Kerl hier. Wolltest du mich wirklich wiedersehen oder brauchst du nur Geld? Geld brauche ich immer, aber jetzt ging es mir eigentlich nur darum, meinen großen Bruder wiederzusehen. Das macht mir ungewöhnlich große Sorgen. Komm schon, Patrick, das wird lustig. Wir zwei, das wird wie früher. Dir ist bewusst, dass wir uns damals nur gestritten haben. Was sich liebt, das neckt sich, Patrick. Nein, wir waren zusammengewürfelt und zusammen im selben Haus aus Zufallsprinzip. Es gab aber auch gute Zeiten. Erinnerst du dich nicht, wie ich dir zu Weihnachten die Playbase geschenkt habe? Geschenkt. Das war ein Geschenk von Mama und Papa und du hast sie mit einem Trampolin verwechselt. Das habe ich anders in Erinnerung. Egal, ich war vielleicht nicht immer die einfachste Schwester, aber ich glaube, das könnte jetzt anders werden. Ich spür's. Vielleicht. Zumindest wohnen wir nicht zusammen. Also eigentlich habe ich Hanna versprochen, dass sie bei uns bleiben könnte. It's a beautiful day, I'm running away. Don't bother to Facebook message or call me, 'cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day and live in the moment, 'cause I'm living life in airplane mode, yeah. Hallo? Ich glaube, du wartest auf jemanden anderen. Marc, oder? Woher weißt du meinen Namen? Ich bin ein Freund von Jules. Ich soll dich heute abholen, weil ihr geht's nicht gut. Ah, daher weht der Wind. Sie hat also einen von ihren Jungs geschickt. Ich bin nicht einer von ihren Jungs. Das sagen sie alle. Ich bin einfach nur ein Freund von Jules. Das sagen sie auch immer. Ich habe auch kein sexuelles Interesse an ihr. Das sagen die meisten, aber glauben tue ich das nicht. Aber mir wirst du es glauben, wenn du willst, dass ich dich heute in die Stadt bringe. Stimmt. Sorry, war irgendwie ein blöder Start. Marc. Hallo Marc, ich bin Leo. Wieder. Fuck, Andi, ich hab mir echt gedacht, die Zeiten, in denen ich aufwecken muss, sind schon vorbei. Was zur Hölle ist mit dir passiert? Es ist nicht so, was mit mir passiert ist. Alkohol. Ja, das sieht man, Andi, und man riecht's. Wie ein Wildschwein. Ich stink wie ein Schwein. Wie ein Schwein, wie ein Schwein. Was ist passiert? Hast du von Mara was Falsches gehört? Falsch, sehr falsches. Oh. Deswegen bist du so abgestürzt. Ja, hat 100 Euro dabei. Du hast 100 Euro versoffen. So viel. Und ich hatte meine Karte dabei. Also mehr. Ganz viel. Ich krieg gerade gebrochen. Hey, servus. Oh, bereit, dass ich mich bei dir auskotze? Sehr gerne. Aber ich hätte auch was zu bekotzen. Dann werde ich zuerst einmal einen Kübel bestellen. Okay, aber Kaffee tut's auch schon. Okay. Was ist bei dir los, dass du was zu bekotzen hast? Ihr habt dir erzählt, dass ich mich gestern mit Andi getroffen habe, oder? Oh ja, ich habe gedacht, dass ihr euch komplett zuschütten werdet. Komplett abstürzen und das Ganze endet dann in deinem Bett. Das hat er anscheinend auch gedacht. Okay, ja, war doch vollkommen klar. Ich meine, dass er auf dich steht, hat doch jeder gesehen. Nein, überhaupt nicht. Ja, schon allein jedes Mal, wenn du gesprochen hast, hat er sofort aufgehört zu reden. Weil er mir zuhört. Nein, ich glaube eher, dass er mit deinem Mund was anderes vorhatte. Nee. Ich habe gedacht, du denkst auch so. Nein, da denkst du genauso falsch wie er. Hast du ihn abserviert? Yep, ziemlich direkt. Verdammt. Ist er nicht so gut, was Abfuhren angeht? Also, als wir zusammen in die 3. Klasse Volksschule gegangen sind, da hat er mir eine Blume, eine Tafel Schokolade und ein Feuerzeug geschenkt.
damit ich mit ihm gehe. Und als ich dann Nein gesagt habe, hat er 1 Jahr lang nicht mehr mit mir geredet. War er so angefressen auf dich, oder? Nein, gar nicht. Er hat nur jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, zum Heulen angefangen. Oh Mann, der kleine Baby-Andi, da hast du ihm wohl das Herz gebrochen. Ja, ich habe ihm wohl das Herz gebrochen und ich glaube, ich habe seine Pubertät damit ausgelöst. Wieso schenkt er dir Feuerzeug? Ich glaube, er hat gedacht, das wirkt gefährlich und wollte cool sein. Das klingt sehr nach Andi. Morgen. Morgen. Gut geschlafen? Hab vom Alkohol gestern noch ein bisschen Kopfweh. Alkohol? Sophie und ich sind gleich ins Bett gegangen, nachdem du gekommen bist. Ja, ich habe dann noch euren Kühlschrank geplündert. Da war Bier drin, ganz viel Bier und Wodka und Whisky. Der Whisky, der ist im Vorratsschrank. Das ist aber ein guter. Ja, und wie der gut war. War? Ja, ich hatte Bock auf Cola-Whisky. Du hast meinen 1960er Whisky mit Cola gemischt. Dafür hat er aber umso besser geschmeckt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Whisky war ein Geschenk von Papa zu meinem Geburtstagsfest, an dem du übrigens nicht warst. Ja, ich hatte zu tun. Uni. Ganz, ganz viel Uni. Wo wir gerade dabei sind. Warum bist du eigentlich hier und nicht dort? Ich habe mich mit dem Bildungssystem nicht ganz so anfreunden können. Du hast die Uni sausen lassen. Sausen lassen, abgebrochen, ganz harte Worte. Nennen wir es Beziehungspause. Anna, dir ist bewusst, dass du dein ganzes Leben lang von nichts anderem geredet hast, als Kunsthistorikerin zu werden. Ist mir bewusst. Du hast so viel Zeit und Geld in diese Uni investiert. Ich weiß. Mach deine Zukunft nicht kaputt. Patrick. Du hast so viel dafür geleistet. Patrick, hör auf! Also, Marc, erzähl, wieso zurück nach Graz? Wir führen also in K Smalltalk. Ich bin eigentlich eher der Big Talk kind of Guy. Ich auch. Es ist eigentlich relativ simpel. Ich komme ursprünglich aus Graz, habe die Fotoschule gemacht und am Anfang ziemlich viel Erfolg mit Partyfotos gemacht. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ich starte das international. Und deswegen bin ich ab nach Barcelona. Wieso genau Barcelona? Ich meine, ist jetzt nicht gerade die Fotografie-Hauptstadt von Europa. Ja, aber zumindest touristisch ein ziemlicher Hotspot. Und dann habe ich gedacht, ich kann dort mit Tourismus und Partyfotos fett Kohle machen. War ja nicht so der Burner. Naja, anfangs schon. Aber dann habe ich mich leider mit meinem Partner ein bisschen überworfen. Inwiefern? Ich meine, du musst nicht erzählen, wenn du nicht magst, aber... Wir haben uns halt zerstritten. Und es hat dann dazu geführt, dass er die Firma behalten hat, die ganzen geilen Aufträge gekriegt hat und für mich einfach nichts übrig geblieben ist. Und deswegen bin ich jetzt wieder da. Shit, tut mir leid zu hören, sorry. Du kannst ja nichts dafür. Ich war einfach zu naiv. Und du und Jules? Jules, ja, wir haben die gleiche Freundesgruppe und wo sie herausgefunden hat, dass ich Gitarrist bin, war sie gleich hochinteressiert. Ein Musiker. Ah, klassisch. Sie hat einfach was übrig für Leute, die Kunst machen. Also läuft doch was zwischen euch. Na, trotzdem nicht. Aber nicht, weil du es nicht oft genug versucht. Sie hat es schon versucht, ja, aber ich stehe nicht auf Frauen und sie ist zwar sehr hübsch, aber sie hat halt nicht genug Penis. Verstehe. Du, tut mir echt leid. Ich habe die ganze Sache ein bisschen falsch eingeschätzt. Und zwar? Naja, ich habe einfach gedacht, dass du unglücklich in sie verliebt bist. Bitte morgen. Wie soll ich das jetzt runterkriegen? Andi, du hast gestern 100 Euro an Alkohol verschluckt. Ich bin mir sicher, das schluckst du jetzt auch noch. Ich habe auf meinen Kontostand geschaut, das waren ja 300 Euro. Du bist so ein Trottel. Zu meiner Verteidigung, ich war traurig. Ich bin traurig. Das steht dir auch zu, Andi, aber das ändert nichts daran, dass du ein Trottel bist. Wegen dem Geld? Nicht wegen dem Geld, weil du dich wieder in deinem Selbstmitleid verlierst. Wieder? Jedes Mal, wenn
irgendwas nicht so funktioniert. Jedes Mal, wenn etwas nicht so funktioniert, wie du das möchtest, dann verlierst du dich in deinem Selbstmitleid. Als Kathi dich verlassen hat, da hast du dich auch in diese Schleife aus Nichtstun verloren. Kathi? Lack und Leder, Kathi. Du bist jetzt wieder aus dieser Schleife raus. Ja, dank Mara. Nicht dank Mara, dank dir selbst. Mara hat die Hoffnung gegeben und jetzt ist es deine Aufgabe, was daraus zu machen. Was? Mara, so gern ich sie hab, ist nur ein Mensch in deinem Leben. Du bist viel wichtiger in deinem Leben. Du bist derjenige, der es besser machen kann. Du schaust in letzter Zeit auch wieder viel zu viele Seifenopern, oder? Ja, nicht zu knapp. Die sind voller Lebensweisheiten, echt, Andi. Deswegen schaut nach jedem Autounfall jeder Schauspieler ganz anders aus. Das wird dir bei deiner Fresse jetzt gerade nicht schaden, Andi. Sack. Ich würde sagen, du schläfst jetzt noch deinen Rausch aus und vielleicht gehst du morgen wieder trainieren, deine Lebensgeister wieder zu erwecken. Okay. Schlaf gut, mein hübscher Prinz. Das kann ich noch hören. Na gut, da sind wir, oder? Ja, habt ihr doch gesagt, dass ich mich auch ohne Straßennamen orientieren kann. Ich wäre ohne Straßennamen schon längst verloren gewesen. Deshalb bist du der Musiker und ich der Fotograf. Na gut, Marc. Hat mich gefreut. Mich auch, ehrlich. Schade, dass es mit Jules nicht geklappt hat. Ist wahrscheinlich besser so. Ja, solche Vibes habe ich auch schon gespürt. Ich meine, sie mag über eure Trennung hinweg sein, aber das heißt nicht, dass sie den Schmerz schon ganz überwunden hat. Ja, man soll alte Narben nicht wieder aufreißen. Das stimmt wirklich. Ich halte Jules für eine starke Frau, aber deswegen müssen wir sie nicht durch extra Schmerzen durchjagen. Verstehe ich total. Es ist super, dass sie so einen guten Freund hat wie dich. Danke. Wenn du magst, kann ich dich noch auf ein Bier einladen. Zumindest, um mich zu revanchieren, dass du mich nach Hause gebracht hast. Du kannst mir nicht erzählen, dass du in einer leeren Wohnung Bier stehen hast. Stimmt. Aber ich wohne unter einer Bar. Ah, interessanter Zufall. Ja, das war der Hauptgrund, warum ich mich für die Wohnung entschieden habe. Dazu lasse ich mich überreden. Warst lange im Gästezimmer? Nicht lange genug. Ich hätte mich am liebsten dort eingegraben. Hanna, ich bin dein Bruder, rede mit mir. Was ist denn los? Nichts, Patrick. Es ist nichts los und das ist es gerade. Wie meinst du das? Kunstgeschichte, die Uni, die beiden Sachen geben mir einfach nichts. Bist du unglücklich? Unglücklich. Uninspiriert. Perspektivenlos, könnte man sagen. Du hast die Matura mit lauter Einsern beendet. Du bist alles andere als perspektivenlos. Ja, aber die Matura bringt mir gefühlt Nüsse, Patrick. Heutzutage will kein Arbeitgeber mehr irgendjemanden ohne Uni-Abschluss und den will ich einfach nicht machen. Wieso? Ich bin nicht die Architektin, die die Gewichte der sixtinischen Kapellensäulen berechnet. Mir geht es um das Kunstwerk, aber nicht um den ganzen Schmus drumherum. Die kalte, bürokratische Praxis. Ja, und nicht das Kunstwerk steht im Vordergrund. Darum bist du hier, weil du nicht weißt, wo du hin willst? Ja, Und warum nicht zu Mama und Papa nach Wien? die wissen noch nichts davon. Was willst du aber tun, Hanna? Irgendein Plan muss her. Für dich bin ich immer da, das weißt du, aber wir müssen uns irgendeinen Kampfplan aufbauen, um dir zumindest dein Leben irgendwie zu ermöglichen, bis du weißt, wie es weitergeht. Einen groben Plan habe ich ja. Ich brauche irgendeine Teilzeitbeschäftigung, um Geld für eine Wohnung aufzutreiben und dass ich dann noch genug Zeit habe, um mir über meine Zukunft im Klaren zu werden. Das mit den freien Jobs in Graz ist immer schwieriger als gedacht. Ja, ich weiß, aber ich muss es doch wenigstens probieren. Hanna, wir schaffen das. Das kam jetzt unerwartet. Was denkst du denn, dass ich sagen würde? Keine Ahnung, mehr sowas wie...
Du gehst jetzt aber wieder zurück auf die Uni, meine Kleine, und zwar pronto. So etwas würde ich nie sagen. Du bist meine kleine Schwester. Ich will nichts mehr für dich, außer dass du glücklich wirst. Und wenn dieses Glück an der Uni nicht zu finden ist, dann findest du es hier. Diese Stadt hat so ihre Fähigkeiten, Leute zu bestärken. Danke dir, Bruderherz. Ich meine, er tut mir schon irgendwie leid, aber ich mag ihn eben nicht auf die Art und Weise. Ja, er wird schon beleidigt sein, aber naja, er ist einfach schwierig da. Er braucht ein bisschen. Naja, okay. Wolltest du den nicht bei mir auskotzen eigentlich? Ja, schon, aber gegen dein Problem ist meines winzig, also. Okay, was war denn? Naja, mein Ex ist zurück aus Spanien und wollte, dass ich ihn vom Bahnhof abhole, aber ich habe jetzt lieber geschickt, also. Okay, wow. Und du sagst, das war nix? Bin über ihn hinweg. Ja, aber wieso beschäftigt es dir dann so? Naja, einfach weil Männer scheiße sind. Oh ja, da stimme ich dazu. Ich habe genug von den Typen, weißt du. Wir zwei, wir wären da viel besser dran, oder? Ja, im Gegensatz zu den Männern würden wir wenigstens was voranbringen. Das wäre so schön, einfach heimkommen und dich anschmusen, so. Absolut. Ich